bist wirklich der eingebildetste Macho, den ich je erlebt habe. Ich bin nicht in dich verknallt. Ich will überhaupt nichts von dir. Die beiden würden ein ganz hübsches Paar abgeben. Tja, aber Isabelle ist verheiratet und hat ein Kind. Schade. Wärst du zu einem Test bereit? Ich fürchte, das macht nicht viel Sinn. Du lehnst also ab. Frag doch Hannah, ob sie eine Niere von mir überhaupt annehmen würde. Bitte, Hannah, überleg's dir. Du brauchst es nur zu sagen. Ich unterziehe mich noch heute dem Test. Nicht nötig. Ich will deine Niere nicht. Deine Entscheidung. Ich will nichts von dir, hörst du? Silvia, warte. Hannah ist es noch nie leicht gefallen, dich um etwas zu bitten. Ja, und ich werde auch gar nicht erst damit anfangen. Hannah, das ist vielleicht die einzige Chance auf ein Leben ohne Dialyse. Ja, und es bleibt dabei. Ich will keine Niere von Sylvia Jones. Niemals. Am wahrscheinlichsten ist die Verträglichkeit immer noch bei Blutsverwandten. Also bei ihrer Schwester. Eben. Dass meine Mutter sich für Hannah testen lässt, das können wir vergessen. Also mach's gut, ja? Ciao. Nein, den Termin habe ich nicht vergessen. Ich bin auf dem Weg. Typisch. Alle anderen sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Hannah lehnt meine Hilfe kategorisch ab. Ich kann sie nicht zwingen. Hast du sie umgestimmt? Nein. Könnte ja sein, dass sie einer Transplantation zustimmt. Natürlich habe ich auf sie eingeredet, aber sie will nicht. Und ich will ihr nichts aufdrängen, was sie partout ablehnt. Du bist so ätzend. Weil ich bereit gewesen wäre, eine Niere zu opfern? Oh, du bist ja immer noch da. Ja. Und ich bleibe auch so lange, bis es zwischen uns geklärt ist. Da gibt es aber nichts zu klären. Jana liebt dich. Aber ich bin in dich verliebt. Ich aber nicht in dich. Ich wollte nur wissen, ob ich dich rumkriegen kann. Das kaufe ich dir nicht ab. Kein Problem. Ich will Jana doch auch nicht wehtun. Dann verschwinde endlich. Dein letztes Wort. Ja, verdammt, hau endlich ab. Hoffentlich wird der ganze Stress nicht zu viel für Sie. Wieso? Sie sieht ganz friedlich aus. Du bist gut. Merkst du nicht, wie Hannas Zustand Sie belastet? Und nicht nur hier wegen der Kneipe. Moment, wir sprechen nicht über Caroline. Wieso Caroline? Ich rede von Isabelle. Entschuldigt bitte. Unser Ofen, der spinnt manchmal. Ist alles gut mit ihr? Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Wir machen uns Gedanken über Hannah. Ein Leben lang eine Dialyse. Das ist schon ein schrecklicher Gedanke. Vielleicht findet sich ja ein Spender. Aber die Chance, dass das in nächster Zeit passiert, die ist relativ gering. Wie kommst du denn hier ohne sie zurecht? Kann Nicole öfter mal einspringen? Ja, das klappt ganz gut. Aber ich freue mich so, dass Florian nachher kommt. Ach ja, wann landet er denn? 17:55 Uhr. Und wann stattet ihr drei uns einen Besuch ab? Frühestens morgen. Ah, nein, nein, ihr müsst euch nicht verpflichtet fühlen. Was so viel heißt, seid bloß nicht verpflichtet. Caroline und ich, wir können es kaum erwarten, ihn endlich wieder zu haben. Dann macht euch einen schönen Abend. Das werden wir bestimmt. Allein die Vorstellung, dass ein Teil von Sylvia in mir sein könnte, das macht mich krank. Mensch, jetzt übertreib mal nicht. Ich will nicht ein Leben lang in ihrer Schuld stehen, verstehst du? Hannah, bitte. Und du hörst jetzt mal auf, dir Vorwürfe zu machen. Ich will doch nur, dass es dir gut geht. Es geht mir in den Umständen entsprechend gut. Hallo, meine Süße.
habe nur Bauchweh. Ja, von den Tabletten. Finden Sie nicht auch, Hannah sollte jede Chance nutzen, um eine Spenderniere zu bekommen? Ja, natürlich. Aber wieso? Gibt es eine Möglichkeit? Er will unbedingt, dass Silvia sich testen lässt. Als direkte Blutsverwandte ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Vielleicht gelingt es Ihnen, sie umzustimmen. Ihr aktuelles Liebeshoroskop. Meine erste große Liebe. Liebe geht durch den Magen, als ob es nichts Wichtigeres gibt. Warum haut er nicht endlich ab? Bitte fahr. Also ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, wieso du dich so dagegen sperrst. Sie hätte dann auf jeden Fall was gegen mich in der Hand. Nur weil sie dir eine Niere spendet? Ja, sie würde mich ständig an ihr großes Opfer erinnern. Und wenn schon. Vielleicht kommt ja doch Florian als Spender in Betracht. Dann ist diese ganze Diskussion um Silvia eh umsonst. Ich will aber nicht, dass ihr euer Wiedersehen im Krankenhaus feiern müsst. Ach Quatsch, das ist doch kein Umweg vom Flughafen aus. Und der Wein wird so lange nicht schlecht. Danke für alles. Danke. Als es mir dreckig ging, warst du ja auch da. So, jetzt ist aber genug, sonst fange ich gleich an zu heulen. Fertig. Also ihr könnt wirklich gerne hier bleiben. Und wo soll Caroline schlafen, wenn Florian da ist? Euer Wiedersehen wird bestimmt nicht jugendfrei. Mein Kind hat einen sehr festen Schlaf. Und uns reicht das kleine Zimmer gegenüber, nicht wahr? Wir sind nämlich auch gerne ungestört. Guck mal, Süße, so von Frau zu Frau. Glaubst du, das Kleid gefällt Florian? Ich war auch ganz sprachlos, als ich es im Schaufenster gesehen habe. Und wenn nicht, dann sage ich ihm einfach, was es gekostet hat. Nicht? Wo ist denn jetzt schon wieder dieses... Ich komme! Es war doch gerade noch. Ich bin gleich da. Hallo, Schatz, ich gebe dir mal kurz unsere Tochter, ja? Hi Isabel, ist Hannah da? Komm rein, du bist doch beschäftigt. Ich bin gleich wieder bei dir, ja? Na, Schatz, wo bist du? Bist du schon gelandet? Was? Wieso nicht? Nein, ich bin nicht sauer. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich war schon unten am Tor, aber Also ich heule, hat nichts mit dir zu tun, klar? klar. Warum auch?
Du bist ja nicht in mich verliebt. Eben. Warum bist du zurückgekommen? Ich konnte nicht anders. Also die Vorstellung, dass ausgerechnet Silvia meine einzige Hoffnung wäre, die wird mir auch nicht gefallen. Hier geht es nicht um irgendwelche Befindlichkeiten. Es geht um Hannas Gesundheit, vielleicht sogar ihr Leben. Das ist ein verdammt guter Grund, Silvia um etwas zu bitten. Hier steckt ihr also. Habt ihr Bock auf ein Warm-up im No Limits, bevor der Club aufmacht? Ich schmeiß eine Runde. Danke. Ich komme vielleicht später nach. So genau wollte ich's auch nicht wissen. Du hast es doch auch, dich festlegen zu müssen. Ja, aber nur im Bett. Bis später, Jungs. Schlagfertig ist sie ja. Und so süß. Und stur. Wie Hanna. Es sei denn, jemand könnte Silvia dazu überreden, noch mal zu ihr zu gehen. Vergiss es. Ich bitte meine Mutter bestimmt nicht nochmal um Gefallen. Felix, bitte, tu's für Hanna. Sie hat Silvias Hilfe doch selbst abgelehnt. Besser, du akzeptierst das. Aber ich habe Hanna in diese verdammte Situation gebracht. Du kannst den Sturz aber nicht rückgängig machen, indem du ihren Willen ignorierst. Aber irgendeinen Weg muss es doch geben, ihr zu helfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Florian davon begeistert ist. Er wäre mit Sicherheit viel lieber hier als in irgendeinem Fotostudio in Mailand. Angeblich saß er schon im Flugzeug, als der Anruf kam. Das Kleid ist übrigens sehr schön. Habe ich extra für heute Abend gekauft. Und zig Zutaten für ein tolles 3-Gänge-Menü. Aber das war jetzt alles umsonst. Warum? Ich setze mich jetzt hier nicht bei Kerzenschein hin und esse allein. Also wenn es nur das ist, ich habe heute Abend nichts vor. Ich glaube, ich bin heute nicht sehr unterhaltsam. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber so. Das Risiko gehe ich ein. Wir kochen was zusammen, trinken ein Glas Wein und ich erzähle dir so lange Arztwitze, bis du wieder lächelst. Meinst du, das hilft? Das kommt auf den Versuch an. Normalerweise beschweren sich die Typen immer, dass man sie gleich festnageln will. Ja, stimmt. Bei dem Spruch klingelt's bei mir. Ja, und jetzt habe ich einen an der Backe kleben, der nach einer Nacht ein Drama draus macht, dass ich nicht mehr will. Tja, Männer sind halt nicht zum Verstehen da. Hallo. Sag mal, warst du nicht auch bei der Öffnung im Blue Eyes? Ja, aber woher... du hast später aufgelegt. Jetzt erinnere ich mich. War gar nicht so schlecht. Danke. Auflegen ist mein Job. Dann bist du jetzt öfter bei Felix im Blue Eyes? Er hat mich unter Vertrag genommen. Deshalb habt ihr so lange an dem Abend gequatscht. Felix ist ziemlich hartnäckig und ausdauernd. Wir sind gar nicht zum Schlafen gekommen. Kein Wunder. Vertragsrecht ist ein Spezialgebiet. Wir waren eigentlich ziemlich schnell bei weniger trockeneren Themen. Ich habe gehört, ihr hattet mal was miteinander? Ja, aber nur ganz kurz. Felix ist mir zu unreif. Findest du? Ich fand ihn ziemlich reif und erfahren für sein Alter. Alles ist relativ. Wohnst du jetzt auch in der WG? Klar, so bin ich ständig in Felix' Nähe, was so einige Vorteile hat. Hey, Coco, sag mal, hast du Anni gesehen? Nee, als ich ging, waren nur noch Felix und Lars in der WG. Mist. Dabei haben wir uns extra früher verabredet. Und wenn der nicht bald kommt, dann können wir uns das Kino streichen. Hast du über Handy versucht? Hab ich. Schon 3-mal. Wenn ihm wieder das Benzin unterwegs ausgegangen ist, dann erwürg ich ihn höchstpersönlich. Ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist. Ich bin da unten fast verrückt geworden. Und ich hier oben. Wenn ich gefahren wäre, hätte ich mir das niemals verziehen. Ich dir auch nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Das willst du Florian wirklich mailen? Der Ärmste kann doch auch nichts dafür, dass er so kurzfristig einen Auftrag reinbekommen hat. Naja, vielleicht überlege ich es mir noch. Und das wollte ich ihm als Nachtisch senden.
Kommt's eigentlich, dass alle Ärzte so gute Köche sind? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir Ärzte haben von Haus aus eine Vorliebe für gute Rezepte. Und speziell in deinem Fall? Bei mir war es der Überlebenswille im Land der Hamburger und Donuts. Warum hast du denn dann nicht in Frankreich studiert? Die medizinische Forschung ist in Amerika einfach ganz weit vorne. Wolltest du immer schon Arzt werden? Ja, schon als Kind. Nie Astronaut, Lokomotivführer, Feuerwehrmann. Ich wollte immer diese magischen Sätze sagen. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Und wirkt immer. Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Danke, dass du Zeit hast. Erst sieht man sich wochenlang nicht und dann gleich zweimal am Tag. Fast wie früher. Ein Schluck von deinem Lieblingskrapper. Danke. Ich muss noch fahren. Weißt du noch? Früher bist du gekommen und geblieben. Tja, die Zeiten ändern sich. In der Tat. Wie du dir denken kannst, bin ich nicht hier, um über alte Zeiten zu plaudern. Die Konversation mit dir war doch eigentlich immer recht anregend. Wenn du ehrlich bist, hatten wir uns nie viel zu sagen. Ich meinte auch die nonverbale Kommunikation. Wohl. Beziehungen, die sich ausschließlich auf das Körperliche beschränken, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir sind das beste Beispiel. Ich habe dich nicht ganz freiwillig gehen lassen. Ja, aber wirklich geliebt hast du doch nur Martin. Und jetzt? Jetzt musst du dir sehr einsam vorkommen. Wir sollten die alten Zeiten ruhen lassen. Ja, da hast du ausnahmsweise mal recht. Gut, nimm Platz. Was führt dich hier? Es fällt mir wirklich nicht leicht, Silvia. Aber ich brauche deine Hilfe. Das höre ich gern. Womit kann ich denn dienen? Geld, Job? Es geht nicht um mich. Es geht um Hannah. Ja. Das habe ich befürchtet. Und du gabst dich mir im Unterholze einmal hin und einmal her. Und ich dachte immer, dass diese schlüpfrigen Inhalte die Gemüter erhitzen. Das scheint in eurer Familie anders zu sein. Als Florian hier war, der hat das jeden Abend in den Schlaf gesungen. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Doch, doch. Das Lied war vielleicht nur ein bisschen ungewöhnlich. Man nennt mich nicht umsonst den King in Weiß. Are you lonesome tonight? Will you kiss me sometime? Es tut mir leid. Ihr seid bestimmt bald wieder zusammen. Dieser Grappa ist wirklich gut. Ich weiß, mein Vorschlag klingt verrückt, aber nur so können wir Hannah helfen. Natürlich könnte ich mich testen lassen, ohne dass Hannah davon erfährt. Ich wusste, dass du dich überzeugen lässt. Aber wie geht's dann weiter? Willst du ihr meine Niere heimlich in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion einpflanzen lassen? Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Du brauchst ihre Einwilligung und die Meinung meiner Schwester kennst du. Ja, aber wie du beweist, können sich Menschen auch ändern. Die einen können, die anderen nicht. Aber wenn tatsächlich feststeht, dass du ihr helfen kannst, dann wird sie ihre Meinung ändern. Angenommen, du hast recht. Dann bliebe Hannah die Dialyse erspart. Und alle wären glücklich. Hannah, du Mehr als glücklich. und ich? Was ist eigentlich mit mir? Ein gewisses Restrisiko bleibt natürlich. Ich rede nicht von dem medizinischen Risiko.
Aber alles andere wird sich klären. Hast du dir mal überlegt, wie ich mich dabei fühle? Wie es ist, jemandem zu helfen, der die Hilfe absolut nicht will, der dich hasst? Ich bin mir sicher, dass ihr euch wieder näher kommt. Vielleicht interessiert mich das gar nicht mehr. Aber Silvia, Geh jetzt. Hannah ist deine Schwester, sie braucht dich. Wo war Hannah, als ich sie gebraucht habe? Stimmt so. Dankeschön. Musst du schon los? Der Plattenteller ruft. Ja, dann solltest du deinen Chef nicht so lange warten lassen. Wie meinst du etwa Felix? Wen sonst? Als Chef würde ich ihn nicht sehen. Dazu ist unser Verhältnis viel zu intim. Ciao, man sieht sich. Wenn du Andi siehst, dann kannst du ihn... Mache ich ihn rund und jage ihn her. Soll ich Felix grüßen? Lieber nicht. Sonst macht er sich nur unnötig Hoffnung. Wenn du dauernd anrufst, glaubt Andi, du läufst ihm hinterher. Ich möchte auch endlich wissen, wo er bleibt, Mann. Wir waren fest fürs Kino verabredet. Trotzdem, Typen wollen immer nur das, was sie nicht kriegen können. Also halt dich zurück. Komm, aus. Er muss dich suchen. So läuft das. Und was ist, wenn ihm irgendwas passiert ist? Ich glaube, du gehst besser ran. Wieso? Brauchst du schon eine Pause? Nein, aber du vielleicht. Ups, da war viel Pech dabei. Nur der AB von Nico von Lahnstein. Gute Nachrichten bitte nach dem Pfeifton. Ich bin Diana. Andi ist nicht zu unserer Verabredung gekommen und an sein Handy geht er auch nicht. Weißt du, wo er steckt? Ich mache mir wirklich Sorgen. Ruf zurück, okay? Bitte. Scheiße. Du musst sie anrufen und sie beruhigen. Nein. Wir müssen ihr die Wahrheit sagen. Und so geht es weiter. Hannah hat mich zum Teufel gejagt und jede Hilfe abgelehnt. Warum ist Ihr Sohn dann so empört? Weil er der Meinung ist, ich sollte mich auch gegen Hannahs Willen testen lassen. Und wenn Sie bei Ihrer Meinung bleiben? Dann habe ich ihn verloren. Es ist spät, ich muss los. Ich sollte auch besser nicht mehr fahren. Ich rufe mir ein Taxi, ja? Schaff's auch hier. Das Sofa ist echt bequem.